Der ist nicht schlecht. Der ist eher schwierig. Tore Hellström. Dich kriege ich auch noch. Verboten neu, verboten gut. Verbotene Liebe. Jetzt auch täglich in der App. Komm zu mir zurück. Du warst weg! Du hast mich alleine gelassen! Wie kommst du jetzt dazu, das von mir zu verlangen? Lern ihn neu kennen und entscheide dann, ob ihr noch eine Chance habt. Und was ist mit Ricardo? Er ist wieder da. Was ist? Zieh mich rauf, verdammt nochmal! Jetzt gib mir deine scheiß Hand! Ich habe Ansgars Wagen gefunden. Ganz einsam im Wald, beim Steinbruch. Du hast die Polizei eingeschaltet. Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Justus, das bedeutet, dass Sebastian was mit Ansgars Verschwinden zu tun hat. Aber Sie glauben doch nicht wirklich, dass Graf Sebastian etwas über das Verschwinden von Graf Ansgar weiß? Wie kommt denn sein Stift an diesen Abhang? In die Nähe von Ansgars Auto. Ja, keine Ahnung. Aber wenn Graf Sebastian etwas wüsste, hätte er es Ihnen doch gesagt. Es sei denn, er hat seine Finger im Spiel. Also beim besten Willen, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, nicht Graf Sebastian. Doch, gerade Sebastian. Erst hat er ihm den Vorsitz weggeschnappt. Und jetzt hat er ihn verschwinden lassen, damit er ihm nicht mehr in die Quere kommt. Das ist doch offensichtlich. Nein, es muss eine andere Erklärung geben. Sie sollten wirklich noch mal mit Graf Sebastian reden. Ja, das mache ich auch. Darauf können Sie sich verlassen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Und danke schön nochmal, dass Sie mir geholfen haben. Ja, natürlich. Ich weiß, es ist alles sehr viel für dich. Du hast ein neues Leben aufgebaut. Ich tauche plötzlich auf, bringe alles durcheinander, nach so langer Zeit. Aber versteh mich bitte auch. Ich habe mir unser Wiedersehen auch anders vorgestellt. Egal, wie die Umstände sind, ich bin glücklich, weil es dir gut geht in deinem neuen Leben. Trotzdem, es war auch mal mein Leben. Deine Eltern waren meine Schwiegereltern. Dein Zuhause war mein Zuhause, deine Freunde waren meine Freunde. Ich will dich auch gar nicht verdrängen. Dann schließ mich nicht aus. Lass mich teilhaben. Erlaube mir, dass ich meinen Sohn sehe. Natürlich. Aber ich muss ja erst mal mit Jessica sprechen. Sie weiß ja gar nicht, dass du... Dass ich noch lebe. Gib mir dein Handy. Hagen, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, wie sie reagiert, wenn du sie jetzt anrufst. Hier. Damit Jessie nicht denkt, du bist verrückt geworden und fantasierst. Wer sagt denn, dass ich das nicht tue? Jetzt sag doch mal was. Was soll ich denn jetzt sagen? Wie wär's mit Danke? Ihr seid die Besten. Ich liebe diesen Laden. Das alte No Limits wieder zu öffnen, ist genau das, was du jetzt brauchst, um den Liebeskummer wegzudrängen. Deshalb, ja, ich will ja auch. Okay, du kannst dich später bedanken. Ich muss zur Arbeit. Also der Pächter hat jetzt hier vielleicht ein bisschen umgebaut, aber da kommen doch alte Erinnerungen wieder hoch, oder? Das kannst du wohl sagen. Weißt du noch, als ich diesen Trick mit dem Tequila drauf hatte?
Behauptet hast, du kannst dir durch die Nase ziehen? Ja, was heißt denn hier behauptet? Ich hab's auch geschafft. Keiner wollte es mir vorher glauben. Mit dem Trick habe ich früher Hunderte von Euros gemacht. Olli, das hier ist ein Ort mit Geschichte. Ja. Geschichte von Olli und Christian. Als wir noch zusammen waren und ich dachte, das bleibt für immer. Wir haben gehofft, du würdest dich freuen. Als der Pächter abgesprungen ist, habe ich gedacht, das ist deine Chance. Ja, wir haben an einen Neuanfang gedacht. Die Hausverwaltung ist auch einverstanden. Die warten nur noch auf deine Zusage. Ja, aber ich habe doch überhaupt keine Kohle. Habt ihr eine Ahnung, was es kostet, so eine Bar auf die Beine zu stellen? Außerdem habe ich keine Konzession mehr. Ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, klar, Mann, wir helfen dir. Super, am besten, indem er hier irgendwelche illegale Hehlerware einliefert, ja? Das hat ja dafür gesorgt, dass ich überhaupt meinen alten Job verloren habe. Es tut mir leid, ich weiß, ihr habt's lieb gemeint, aber ich kann mich hier nicht wieder hinter die Theke stellen. Ich würde sagen, du hast es verkackt. Von wegen. Wenn du mich nicht zu solchen illegalen Deals überredet hättest, würden wir jetzt gar nicht in dieser Situation sein. Hey Karl. Bald kommst du mit zu uns nach Hause. Dauert nicht mehr lang. Wie geht's dir? Ganz gut. Wie geht es Karl? Der Arzt sagt, er ist beim Werk. Er schläft jetzt nur ganz friedlich und freut sich, endlich hier rauszukommen. Hat er dir das gesagt, ja? Ja, natürlich. Wir beide stehen in ständigem telepathischen Kontakt. Und er kann es kaum erwarten, endlich Königsbrunn zu sehen. Ich glaube nicht, dass ich da jemals hin zurück will, nach allem, was passiert ist. Da reden wir vielleicht ein andermal drüber, ja? Ja. Hauptsache, es geht ihm bald besser. Er ist stabil. Mach dir keine Sorgen. Mach ich aber. Jemand hat versucht, uns umzubringen. Nicht jemand. Ansgar. Was? Er hat dir dieses Schlafmittel untergeschoben. Warum sollte Ansgar sowas tun? Er wollte euch auseinanderbringen. Wollte alles Tanja in die Schuhe schieben. Deshalb hat er die ganze Zeit meine Nähe gesucht. Er hat Karls Leben aufs Spiel gesetzt. Ich will mit der Polizei sprechen. Nein, 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 nein. Das wird doch gar nichts bringen. Jetzt ist verschwunden. Ich zeige ihn trotzdem an. Darum kümmere ich mich, wenn es soweit ist, okay? Verlass dich drauf. Jessie. Dana! Oh mein Gott, wo warst du? Rick hat sich voll die Sorgen gemacht, du warst die ganze Nacht weg. Du musst sofort mitkommen. Es sind noch 2 Stunden bis zum Feierabend. Bitte, komm. Was ist mit Maxi? Nein, oh, Max geht's gut. Kannst du mir mal sagen, was los ist? Nee, kann ich nicht, okay? Wieso nicht? Weil, Mann, Jessie ist wirklich wichtig, okay? Tut mir leid, aber ich kann hier nicht weg. Ich kriege Ärger, wenn ich das nicht fertig mache. Okay. Es geht um Hagen. Dann hat sie ja wohl wirklich noch 2 Stunden Zeit. Nee, hat es nicht. Er ist wieder da. Hör auf. Du musst mit dieser Nummer aufhören. Jetzt reiß dich mal Jessie, zusammen. es ist wahr. Okay, ich weiß, dass das jetzt nicht so leicht für dich ist. Dass es gerade ein bisschen stressig ist mit der Hochzeit und Ricky und allem. Natürlich denkst du dann oft an Hagen und vielleicht stellst du dir sogar vor, dass es so ähnlich ist, wie als wäre er da, weil du so oft an ihn denkst. Aber Hagen ist tot und das ist traurig, aber wir müssen es akzeptieren. Nee, müssen wir nicht. Weil er lebt. Du machst mir Angst. Jessie, ich spinne nicht. Moment. Okay, wir werden diesen Hagentick in den Griff kriegen, ja? Und zwar Ja. zusammen. Das ist Hagen. Dann ist es eine Fotomontage. Sag mal, findest du das witzig? Er lebt.
und verloren. Alles, was ich hatte. Und ich bin schuld. Wenn du es genau wissen willst, ich werde das No Limits auch vermissen. Weißt du auch warum? Weil ich hier mein Glück gefunden habe. Und zwar mit dir. Es ist vorbei. Alles, was ich hatte. Okay, bist du. Ich liebe dich. Und? Was hat sie gesagt? Willst du das wirklich wissen? Ja. Okay. Erst hat sie gemeint, dass wir nicht ernsthaft geglaubt haben, dass Olli uns jetzt die Füße küsst, nachdem wir dafür, gesorgt haben, dass das No Limits geschlossen wird. Und dann hat sie gemeint, dass wir gefälligst weiterhin überlegen sollen, wie wir Olli helfen können. Vielleicht müssen wir ihm einfach ein bisschen Zeit mit dem Gedanken lassen. Ja, aber wenn wir ihm zu viel Zeit geben, dann schnappt sich jemand anders den Laden. Ich check einfach nicht, wie sich Olli so eine Chance auch entgehen lassen kann. Klar hängen da Erinnerungen an Christian dran, aber die hat er auch doch anderswo. Vielleicht müssen wir ihm auf die Sprünge helfen. Und wie? Naja, wir haben ihn doch ganz schön überrumpelt vorhin. Vielleicht sollten wir ihm das Ganze ein bisschen subtiler beibringen. Subtil, das ist auch genau dein Ding, ja? Ja, klar. Und ich habe auch schon eine Idee, wie. Und wie? Erzähle ich dir nachher. Du checkst erstmal, ob Charlie Bock hat, den finanziellen Teil zu übernehmen, okay? Okay. Und ich sehe zu, dass Olli wieder Bock auf Gastro kriegt. Kim, was kann ich für dich tun? Du könntest mir sagen, was du mit meinem Vater gemacht hast. Wie bitte? Tu doch nicht so scheinheilig. Ich weiß, dass du der Letzte bist, der ihn gesehen hat. Ja, aber ich habe dir auch schon gesagt, dass ich nicht weiß, wo er ist. Hör auf, mir irgendwas vorzumachen. Ihr hattet Streit. Ansgars Handy wurde in seinem Wagen geortet. Da, wo ich deinen Lahnsteinkuli gefunden habe. Das beweist rein gar nichts. Tja, dann werde ich weitersuchen, bis ich Beweise habe. Dein Motiv jedenfalls, das kenne ich schon. Oh, jetzt bin ich wirklich gespannt. Du glaubst, dass Ansgar Frieda ein Schlafmittel verabreicht hat. Und deshalb kam Karl zu früh auf die Welt. Und dafür wolltest du dich rächen. Ich habe gehört, was du zu Frieda gesagt hast. Ansgar sei schuld an ihrer Frühgeburt. Aber dass du dich schon um ihn kümmern wirst. Kim, du hast da etwas vollkommen falsch verstanden. Ja, das würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen. Ich glaube, es reicht langsam. Ich habe mit dem Verschwinden deines Vaters nichts zu tun. Und wenn dem so wäre, hätte ich dann wohl Kommissar Helmke eingeschaltet. Wir können gerne noch mal darüber reden, später. Und in Ruhe. Und jetzt würde ich gerne weiterarbeiten. Ja? Wenn du glaubst, damit ist es getan, dann hast du dich geirrt. Und es sagen jetzt... Was? Nee, ich meine, der war jetzt die ganze Zeit auf dieser Insel und sein Vater ist tot. Geht's ihm gut, so kopfmäßig? Also er ist jetzt nicht verrückt geworden, falls du das meinst. Aber man merkt ihm schon an, dass er ziemlich viel durchgemacht hat. Hagen lebt. Ja. Und du hast es die ganze Zeit gewusst irgendwie. Ja, ist unglaublich. Es ist auch verwirrend. Und jetzt sitzt du in der Scheiße. In der Scheiße zwischen zwei Männern. Ja. Also erstmal will Hagen Maxi sehen. Ja, das will ich ja wohl hoffen. Findest du das gut? Ich meine, der Kleine hat sich gerade erst an Ricardo gewöhnt. Ja, aber er ist Maxis Papa. Also für Maxi ist das ein richtiger Glückstag. Ja, das stimmt. Ich bin bei dir. Wir schaffen das zusammen. Ali! Was bist du hier? Nach sieht's denn aus? Ich wusste nicht, dass das eine Laufstrecke ist. Das wusste
gar nicht, dass du überhaupt läufst. Ich hab kein anderes übrig, als wo ich nicht boxen kann. Hey, sorry. Wir wollten dich vorhin echt nicht überrumpeln oder so. Egal. Naja. Was? Gibt's Probleme? Hat sich der Vermieter auf eure Zusage verlassen? Nö, alles okay. Wir haben uns da was überlegt. Was denn? Ach was, ich will dich damit nicht langweilen. Jetzt sag schon. Wir machen es. Was? Na, den Laden übernehmen. Andi und ich. Ihr beide. Das ist eine einmalige Chance. Also ich würde mir das an eurer Stelle noch mal überlegen. Wieso? Wir haben ein geiles Konzept und wir wollen. Das reicht aber nicht, um eine Bar aufzumachen. Ich habe mein ganzes Leben in Bars verbracht. Ich weiß, wie das geht. Sascha als Gast. Mann, so schwer kann das doch nicht sein. Du glaubst nicht, dass wir das können. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Jetzt sag erst mal, wie ihr euch das überhaupt vorgestellt habt. Jetzt sag schon, du blödes Vieh. Hier, die 4. Klausel gefällt mir noch nicht. Also ich finde nicht, dass wir den Schweizern uneingeschränkte Einsicht in die Akten gewähren sollten, oder? Was meinst du? Was? Was ist los? Nichts. Können wir weitermachen? Nein, nicht bevor du mir sagst, was los ist. Kim war bei mir. Sie ahnt was. Und? Sie hat meinen Kugelschreiber am Abhang gefunden. Und sie weiß von der Sache mit den Schlafmitteln. Woher? Sie hat's wohl gehört, als ich's Frieda erzählt habe. Und jetzt glaubt sie natürlich, dass das mein Motiv ist. Und sie natürlich auch absolut recht hat. Sie kann es aber nicht beweisen. Ja, noch nicht. Aber sie wird nicht locker lassen. Es geht hier um ihren Vater, den ich vielleicht auf dem Gewissen habe. Mich trifft das auch. Es gab eine Zeit, da habe ich Ansgar geliebt. Er ist der Vater meines Sohnes. Aber ich will nicht den Vater meiner Tochter verlieren, nur weil der gerade ein schlechtes Gewissen hat und meint, er müsste sich in den Knast einliefern lassen, Sebastian. Scheiße, was habe ich denn da gemacht? Hör mir zu. Ein Schuldeingeständnis ist keine Option. Ansgar ist nicht tot. Er ist abgehauen, sonst hättest du ihn gefunden. Ja, und wenn nicht? Was ist denn, wenn er einfach nur da weg wollte und dann irgendwo zusammengebrochen ist? Egal, was passiert ist, du darfst nicht schwach werden. Es geht hier um sehr viel mehr als dein Gewissen. Es geht um die Familie. Sebastian, niemand außer dir kann diese Firma führen. Du kannst sie nicht im Stich lassen. Hören Sie, Kim, ich kann ja verstehen, dass Sie sich Sorgen um Ihren Vater machen, aber er ist ein erwachsener Mann. Und Erwachsene verschwinden manchmal ein paar Tage. Ich habe ihm doch schon gesagt, dass Sebastian ein Motiv hat. Wegen der Sache mit dem Schlafmittel. Ja. Sebastian glaubt, dass Ansgar sein Baby gefährdet und deshalb will er sich jetzt rächen. Ich weiß, das hört sich total komisch an. Aber es ist doch merkwürdig. Erst finde ich Sebastians Kugelschreiber und dann bekomme ich mit, wie er dieser Frieda versichert, dass Ansgar keine Probleme mehr machen wird, weil er sich schon darum kümmert. Kim, hören Sie mal gut zu. Wenn Sie uns wirklich helfen wollen, ja, dann tun Sie mir einen Gefallen und machen bitte gar nichts mehr. Seit Sie da am Fluss überall rumgetrampelt sind, kann die Spurensicherung nämlich einpacken. Und auf dem Kugelschreiber sind hauptsächlich Ihre Fingerabdrücke. Wie Sie aber bereits wissen, soll Ihr Vater Frieda Hansen ein Schlafmittel verabreicht haben. Und damit das Leben Ihres ungeborenen Kindes gefährdet haben. Selbst wenn an der Sache nichts dran ist, das wäre ein guter Grund abzutauchen. Aber mein Vater ist nicht abgetaucht. Er hätte sich schon längst bei mir gemeldet. Wer weiß, wie es ihm geht und ob er überhaupt noch lebt. Es kann doch nicht sein, Sie können doch nicht tatenlos zuschauen, wie er da durchkommt. Sie müssen doch irgendwas tun. Solange diese Anzeige gegen Ihren Vater vorliegt, sind wir sogar dazu verpflichtet, nach ihm zu suchen. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Hallo, Jessie. Krass. Irgendwie gruselig. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Jessie, du erwürgst ihn. Maximilian. Hey. Das ist er. Hallo, mein Kleiner. Hallo, mein Kleiner. Ist gut geworden, hm?
bin dein Papa. Ja? Ihr glaubt echt, dass das funktioniert? Schon. Ich wäre ständig in so einer Bar, wenn es eine gäbe. Oh, naja. Du findest die Idee nicht so gut. Na komm, sag schon. Du bist der Einzige von uns, der eine Ahnung hat, was Gastro angeht. Also, wenn ihr wirklich so eine Mischung aus Kneipe und Club aufmachen wollt, da braucht ihr Sondergenehmigung. Das ist nicht ganz ohne. Und wo kriegt man die her? Und jetzt wollt ihr euer schlechtes Gewissen beruhigen, indem ihr für Olli eine neue Perspektive sucht. Ja, schließlich ist es ja auch unsere Schuld, dass er seinen Job verloren hat. Oh, John, 2 Kaffee. Dann hat ihn ja auch noch die Trennung mit Christian so aus der Bahn geworfen. Naja, das kannst du laut sagen. Ich bin gar nicht sicher, ob er schon bereit ist für eine neue Aufgabe. Aber ist doch immer noch alles besser, als nichts zu tun. Und dieser Laden, der wartet nur darauf, dass jemand was draus macht. Das Einzige, was fehlt, ist halt nur... Das Startkapital. Charlie, ich würde Olli das Geld sofort geben, aber ich hab's nicht. Und Olli hat ja meinetwegen schon das Haus verkaufen müssen, das weißt du ja. Und da hast du dir überlegt, dass ich in Ollis neuen Laden investiere? Nein, also... Danke. Nur wenn du willst. Spinnst du? Natürlich will ich. Die Frage ist einfach, ob ich es kann. Gerade ziemlich viel in dieses Dessous-Projekt investiert und jetzt fehlt mir der Spielraum, den wir womöglich bräuchten. Ja, aber dafür findet sich doch bestimmt eine Lösung. Und Olli braucht ja auch nicht gleich auf einen Schlag das ganze Kapital. Er braucht es ja nur für ein paar Monate, bis der Laden läuft. Und du kennst Olli. Bei dem läuft das dann auch. Das war ganz schön hart. Ja, aber wenn ihr wirklich auf ein Zielpublikum setzt, das zuerst frei saufen will und dann das Mobiliar auseinander nimmt, dann könnt ihr gleich danach der Eröffnung wieder dicht machen. Spaßbremse. Du wolltest auch meine Einschätzung haben. Tut's weh? Ja, ein bisschen. Aber was können wir machen, damit wir erfolgreich sind? Na komm, sag's schon. Du hast selber gar keinen Plan, was? Doch, hab ich schon. Ja, wo bleibst du? Herr Helmke, was führt Sie zu mir? Ich hatte heute ein Treffen mit Ihrer Nichte. Kim. Sie wissen sicher, was sie mir erzählt hat. Ach, bitte. Naja, sagen wir mal, ich habe so eine Ahnung. Die Umstände, unter denen Ihr Cousin verschwunden ist, sind in der Tat etwas seltsam. Wir finden sein Auto im Steinbruch, die Fahrertür ist geöffnet. Ihre Nichte findet ganz in der Nähe des Wagens einen Kugelschreiber mit ihrer Gravur. Nicht zu vergessen das Handy des Vermissten. Wir müssen davon ausgehen, dass Ihr Cousin Opfer einer Gewalttat geworden ist. Moment mal, sind wir da nicht ein bisschen voreilig? Also ich kann gut verstehen, dass Kim jetzt außer sich ist. Immerhin geht es um ihren Vater. Muss es nicht auch einem Vater so ergehen, der um das Leben seines Kindes bangt? Warum haben Sie mir verschwiegen, dass Ihr Cousin Frieda Hansen ein starkes Schlafmittel verabreicht hat, wodurch ihre Frühgeburt ausgelöst worden ist? Ich wusste, dass ich mich damit selbst belaste. Frieda Hansen hat bereits Anzeige erstattet. Ich weiß. Und ich wusste auch, was Ansgar versucht hat. Deswegen haben wir uns gestritten. Ich gebe ganz offen zu, ich wollte ihn anzeigen, aber mehr war da nicht. Zieh mich rauf, verdammt nochmal. Jetzt gib mir deine scheiß Hand. Ich kann es Kim nicht verübeln, dass sie die ganze Sache auf ihre Weise interpretiert. Allerdings glaube ich eher, dass Ansgar sie aus dem Staub machen wollte, um einer Anzeige zu entgehen. Und weil er natürlich nicht wollte, dass die ganze Welt erfährt, dass er das Leben eines Babys aufs Spiel gesetzt hat. Und warum haben Sie mir das nicht schon vorher erzählt? Sollte ich im Laufe meiner Ermittlungen noch auf weitere Unklarheiten stoßen, wird das Konsequenzen haben. Ich dachte, die Ermittlungen wären eingestellt. Und Sie können sich darauf verlassen. Ich werde gründlich sein. Los! Na komm, sag's schon. Okay. Also das Wichtigste ist erst, bei dem Betrieb schmal zu halten in den ersten Monaten, damit man die Kosten im Blick behält. Also, Kleinanfang. Ganz genau. Später kann man dann gerne ein bisschen spezieller werden, wenn man weiß, man kriegt die Kosten wieder rein, man hat sich etabliert. Macht Sinn.
Ganz speziell bei dem Laden, da würde ich jetzt auf Frühstück setzen, vielleicht noch Sandwiches. Das hält die Arbeit überschaubar. Die Karte kann man später dann noch vergrößern. Ist perfekt. Was soll das blöde Gegrinse? Nichts, ich finde die Idee gut. Warum? Ja, weil es eine gute Idee ist. Ja, aber doch nicht für jemanden, der eigentlich einen sexy Stripclub aufmachen will. Ach, ich mag beide Ideen. Das war so ein Scheißtrick. Wovon redest du? Andi und du, ihr hattet nie vor, einen Club aufzumachen. Das war einfach nur eine blöde Nummer, um mich auf diese Idee anzufixen. Und das hat funktioniert, oder? Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt's. Sorry. Ja, oh. Maximilian. Wir haben uns irgendwie verpasst. Aber jetzt bin ich da. Mein Großer. Wenn man jetzt so zusammen sieht, dann erkennt man richtig, was Maxi alles von Hagen hat. Ich habe vergessen, Wäsche zu machen. Weißt du was? Ich glaube, wir beide werden richtig gut miteinander auskommen. Was ist los? Nichts, ich wollte Hagen einen Moment mit seinem Sohn geben. Sicher? Jetzt, komm, jetzt tu nicht so, als wäre das für dich nicht komisch, dass Hagen da im Wohnzimmer sitzt und mit seinem Sohn spielt. Natürlich. Aber ich finde die beiden echt gut zusammen. Weißt du, Maxi hat doch kein bisschen gefremdelt. Das war, als würde er spüren, dass es sein Papa ist. Ja, yes. Das war schon fast magisch, oder? Das ist es ja. Also für dich und Maxi und Hagen ist das toll. Das ist toll. Für dich doch auch. Oder hast du Angst, dass Ricardo Stress macht? Ich habe mich gerade entschieden, loszulassen. Ich will Ricardo heiraten und genau in dem Moment taucht Hagen wieder auf. Das ist doch genau das, was du dir immer gewünscht hast. Ja, Mann, das ist so verrückt, das ist so kompliziert. So kompliziert ist das doch gar nicht. Dana, du musst dir eigentlich nur eine Frage stellen. Liebst du ihn noch? Ich bin dein Papa. Dein Papa. Ich lass dich jetzt nie wieder allein. Versprochen. Hagen? Ricardo? Hagen war meine große Liebe. Aber ich liebe jetzt Ricardo. Ich will ihn heiraten. Meine Gefühle sind nicht weg für Hagen. Im Gegenteil. Oh Mann. Ja, du sagst es. Es fühlt sich ja an wie ein Traum. Und gleich wache ich wieder auf. Ist er wieder weg. Eine Cola, bitte. Hallo, Olli. Na, wie geht's? Das willst du gar nicht wissen. So schlimm? Schlimmer. Hast du mit Christian noch mal gesprochen? Wieso, was sollte das bringen? Charlie, ich bin okay mit der Entscheidung. Es dauert nur ein bisschen, bis man sich nicht mehr fühlt wie... Ist egal. Sich nicht mehr so fühlt wie ein Fremder in seinem eigenen Leben? Trifft das Ganze ganz gut. Ich habe versucht, mich mit Joggen abzulenken. Ja, Bewegung ist gut. Und, hat's was gebracht? Am Anfang schon, bis Sascha aufgetaucht ist und versucht hat, mir das alte No Limits aufzuquatschen. Wie lange dauert denn die Cola? Lass John in Ruhe. Ja, das wird dann zum gleichen Zeitpunkt gewesen sein, als Andi bei mir war und Geld für die Neueröffnung eintreiben wollte. Konzertierte Aktion. Wie, jetzt machen die noch zusätzlich Druck? Danke. Die meinen es gut. Ja, ich habe denen aber ganz deutlich gesagt, dass ich das nicht machen will. Wie deutlich muss ich bitte noch werden, dass sie mich in Ruhe lassen? Ja, vielleicht bist du im Moment in einer Extremsituation, in der manchmal andere besser wissen, was man braucht.
Was machst du da? Ich versuche hier Arnos Gedenkplakette unterzubringen. Als Grundstein für Ollis Zukunft sozusagen. Und Charlie wird ihn mit Kohle unterstützen. Weißt du, was das heißt? Wir können sofort loslegen, Alter. Kennen wir nicht. Ich habe alles versucht, aber Olli will nicht. Das hast du ja echt toll hingekriegt. Hey, ich habe mich richtig ins Zeugs gelegt. Hab ihm gesagt, dass wir den Laden übernehmen. Und da wurde er echt neugierig und ich hatte ihn so kurz davor. Und dann? Hat er rausgekriegt, was ich vorhabe und wurde sauer. Super, so viel zum Thema subtil. War ja klar, dass du das wieder versaust. Was ist los mit dir? Wenn du immer noch sauer auf mich bist wegen dieser Hehlerware, dann hau mir endlich eine rein, ist die Sache vorbei. Geht leider nicht, habe ich Bella versprochen. Dann hör auf, mir ständig die Schuld zu geben. Du bist nicht unschuldig, du wusstest genau, worauf du dich einlässt. Ach, Quatsch, ich wollte bei deinen krummen Geschäften nie mitmachen. Ach ja? Und trotzdem hast du dich überreden lassen, weil du genauso geil auf die Kohle bist wie ich. Und trotzdem wären wir jetzt nicht in dieser bescheuerten Situation, wenn du nicht mit dieser Idee um die Ecke gekommen wärst, Mann. Ich hab's verkackt. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll ohne Christian. Es ist, als würde man mir den Boden unterm Füßen wegziehen. Ja, und das No Limits hat dich immer geerdet, in all den Krisen der letzten Jahre. Ich sehe schon, für dich ist es keine Krise, für dich ist es das Ende, oder? Olli, ich will nichts schönreden. Ich bin selbst sehr traurig, dass Christian und du nicht mehr zusammenfindet. Aber das Leben geht weiter, so oder so. Und vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, mit etwas weiterzumachen, was dir all die Jahre so viel bedeutet hat. Deine Ehe mit Christian mag gescheitert sein, aber dein Leben ist es noch lange nicht. Ja, was sollen wir jetzt alle hier? Ich habe euch herbestellt. Sagst du uns auch warum? Ja, das kann ich euch sagen. Mein Vater ist jetzt seit fast 2 Tagen verschwunden. Und ihr tut so, als wäre alles in bester Ordnung. Dabei wissen wir nicht, wie es ihm geht oder ob er überhaupt noch lebt. Entschuldigung, es gibt keinen Grund, das Gegenteil anzunehmen. Kim, wir wollen auch alle wissen, was mit ihm passiert ist. Sebastian weiß es. Kim, bitte hör doch auf damit. Das könnte dir so passen. Ich werde herausfinden, was du mit Ansgar gemacht hast. Du warst am Tatort. Du hast ihn verschwinden lassen. Du hast deinen Kugelschreiber am Tatort verloren. Ich will wissen, wo Ansgar ist. Ich weiß es nicht. Solche haltlosen Behauptungen bringen uns überhaupt nicht weiter. Also haltlos finde ich die nicht. Gut, es sind jetzt keine wasserdichten Beweise. Aber mal ganz ehrlich, so viele Zufälle auf einmal, die gibt's gar nicht. Sebastian weiß definitiv mehr, als er sagt. Ich will wissen, was du mit Ansgar gemacht hast. Kim, hör auf mit der Märchenstunde. Es ist absurd, dass Sebastian Ansgar was angetan hat. Jetzt unterbrich sie doch nicht an der spannendsten Stelle. Sebastian will Rache. Er denkt, dass Ansgar Frieda ein Schlafmittel verabreicht hat. Und jetzt hast du ihn einfach umgebracht. Entschuldigung, ich störe wirklich nur sehr ungern, aber ein paar Reporter der Grandezza sind da und wollen mit Ihnen sprechen. Was machen die denn jetzt hier? Ich habe sie herbestellt. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich Sebastian mit dem Mord an meinem Vater davonkommen lasse. Dafür wirst du büßen. Du läufst auf einen kleinen Spaziergang? Jetzt ist Zeit für Max Barth. Verstehe. Okay, tut mir leid, das sind nun mal seine Gewohnheiten. Und jetzt bei den ganzen neuen Eindrücken fände ich es wichtig, dass wir zumindest seinen normalen Tagesablauf einhalten, damit er nicht ganz aus dem Rhythmus fällt. Und wo wir gerade schon so schön plaudern, es wäre wirklich nett, wenn du das nächste Mal vorher anrufen würdest. Merke ich mir, falls ich dich mal besuchen sollte. Alles, was meinen Sohn betrifft, regel ich mit Jessie. Oder mit meiner Frau. Danke. Das hat mir sehr viel bedeutet. Mach's gut, mein Kleiner. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Wir sehen uns. Ich würde sagen, die Presse bleibt und Sebastian gibt ein Interview. Das könnte lustig werden. Ist dir eigentlich klar, dass dein Verhalten absolut nicht hilft? Das ist mir doch egal. Ich will wissen, wo Ansgar ist. Ach, und dafür riskierst du die Firma? Wenn's sein muss. Das hätte selbst Ansgar nicht gewollt. Tja, leider ist er ja nicht da. Sebastian, kannst du bitte was machen? Ja, ich werde gleich mit der Presse reden. Schmeiß die einfach raus.
Tanja, die sind meinetwegen hier, also werde ich auch mit ihnen reden. Vorsicht, das ist heiß. Ja, dein Papa hat einen ganz großen Bart, ne? Der ist gar nicht so kuschelig, ne? Der kratzt dich. Den lassen wir einfach wegmachen, hm? Max mag Bärte. Also meiner hat ihn zumindest noch nie gestört. Für dich ist das Ganze natürlich auch nicht so leicht, ne? Doch, doch, wir kommen gleich. Das wäre nur schön gewesen, wenn ich vorher erfahren hätte, dass er uns besuchen will. Ich konnte ihm nicht verbieten, seinen Sohn zu sehen. Habe ich irgendwas von verbieten gesagt? Ich habe lediglich die Bitte geäußert, dass du mir Bescheid sagst, wenn er herkommt. Das machen wir ab jetzt. Ja. Spazieren gehen? Kannst du so Ja, lange? natürlich, klar. Darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ruhe bitte, danke. Sie sind hier, um Informationen zum Verschwinden von Ansgar von Lahnstein zu bekommen. Und wir werden nicht eher gehen, bevor wir eine glaubwürdige Aussage bekommen. Natürlich nicht. Darum haben wir Sie ja extra hergebeten. Mein Cousin ist in der Tat seit 2 Tagen verschwunden. Polizei ist eingeschaltet. Es wird jedem Hinweis gründlich nachgegangen. Die Ermittlungen laufen also. Warum erzählst du ihnen nicht, dass ihr euch fast geprügelt habt? Im Schneiders? Er hatte eine Stinkwut auf Ansgar und... Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass es zwischen mir und meinem Cousin immer wieder Differenzen gegeben hat. Du bist so ein Lügner. Warum erzählst du ihnen nicht die Wahrheit? Ich muss Sie bitten, das Verhalten meiner Großcousine zu entschuldigen. Es schmerzt natürlich umso mehr, wenn es der eigene Vater ist, der seit 2 Tagen vermisst wird. Sie sucht natürlich jetzt nach Erklärungen für das, was passiert ist, wie übrigens wir alle. Wir fühlen mit ihr. Entgegen der kursierenden Gerüchte kann ich Ihnen allerdings versichern, dass ich selbst nichts mit dem Verschwinden meines Cousins zu tun habe. Diese Vorwürfe sind haltlos. Ich werde Sie selbstverständlich über die weitere Entwicklung der Geschehnisse auf dem Laufenden halten. Bitte allerdings um Ihr Verständnis, dass ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr sagen kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tja, Süße, das große Spektakel bleibt wohl aus. Nenn mich nicht so, okay? Wäre ja echt zu schön gewesen, hätte es eine Neueröffnung gegeben. Aber soll halt nicht sein. Da kann man nichts machen. Moment mal. Wollt ihr euch mal schon aufgeben? In der Gastrobranche, da braucht man Durchhaltevermögen. So, damit. Und jetzt gucken wir mal. Wäre doch zu perfekt, wenn wir etwas zum Anstoßen finden würden. Anstoßen? Ja. Ich habe mir gedacht, geh auf euren verrückten Vorschlag ein und probier's mit dem Laden hier. Ja, ihr müsst aber gar nicht denken, dass damit alles wieder okay ist. Ich werde euch bei jeder Gelegenheit unter die Nase reiben, dass ich wegen genau euch meinen alten Job verloren habe. Euer schlechtes Gewissen und sämtliche Dienste, die ihr mir anbietet, schamlos ausnutzen. Kannst du gerne machen. Ich helfe dir gerne. Ich auch. Danke. Und danke, dass ihr nicht locker gelassen habt. Kannst dich bei Sascha bedanken. Das war seine Idee. Ohne Andi hätte ich es auch nicht geschafft. Er hat mit deiner Tante geredet. Und die hat mir ordentlich den Kopf gewaschen. Euer Plan ist aufgegangen. Ich werde alles machen, dass der Laden funktioniert. Danke, Mann. Dann ist Hagen vorbeigekommen. Um was? Um zu fragen, ob er Maximilian sehen kann. Und das konnte ich ihm natürlich schlecht abschlagen.
Wie hat Jesse eigentlich darauf reagiert, dass er wieder da ist? Ich finde es toll, das hast du gesehen. Und du? Ich freue mich. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass er nicht mehr lebt. Ich finde es schön, ihn zu sehen. Aber es ist auch so verwirrend. Es ist alles so kompliziert. Es tut mir leid. Nee, ist doch gut. Ist doch schön für ihn, dass er lebt, aber plötzlich steht einfach alles, was wir gemeinsam hatten, zur Disposition. Und ich frage mich, was wird aus uns? Ich war glücklich mit unserem Leben, mit dir. Ich hatte gedacht, ich hätte abgeschlossen mit Hagen, weil ich gedacht habe, dass er tot ist, aber er lebt. Und das verändert einfach alles. Ich weiß nicht, wie ich damit Du, das umgehen brauchst soll. du mir nicht zu erklären. Ich habe das alles schon mal erlebt mit Julia. Plötzlich, wie aus dem Nichts, taucht auf einmal Jan ihre große Liebe wieder auf. Ich will mich nicht von dir trennen. Das wollte Julia auch nicht. Aber irgendwann musste sie sich entscheiden und das musst du auch. Das kann ich nicht von jetzt auf gleich. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Aber bitte versteh du mich auch. Ich kenne diese Situation. Ich kenne sogar dieses Gespräch und ich kann das alles nicht noch mal durchmachen. Also, du willst dich von mir trennen? Ich möchte einfach wissen, woran ich bin, und zwar bald. Ich werde nicht noch mal warten und am Ende alles verlieren. Was fällt dir ein, mir den Mund zu verbieten und die Presse anzulügen? Ich habe nicht gelogen, Kim. Stimmt. Du hast nur die Hälfte verschwiegen und somit verhindert, dass Ansgar geholfen wird. Ich habe verhindert, dass unser Familienunternehmen unter einer Hetzkampagne in der Presse leidet, ja? Es ist genug, Kim. Bastian hat es gerade noch geschafft, uns jede Menge Ärger vom Hals zu halten. Dir scheint überhaupt nicht klar zu sein, was das hier hätte werden können. Guten Tag zusammen. Kim, jetzt reicht's. Sag mal, Kim. Ich habe Kommissar Helmke hergebeten. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, ich bin nicht gerufen worden, um einen Familienkonflikt zu lösen. Nein. Ich habe Sie hergebeten, weil ich etwas zu Ansgars Verschwinden sagen möchte. Ich habe bisher verschwiegen, dass ich Ansgar nach unserem Treffen im Schneiders gefolgt bin. Wir hatten noch etwas zu klären. Sebastian. Es ist zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf wir handgreiflich wurden. Wir bewegten uns dann langsam auf einen Abhang zu, den wir beide nicht bemerkt haben. Ja, und dann ist Ansgar, glaube ich, abgestürzt. Ich kann das aber nicht sicher sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Anschließend habe ich nach ihm gerufen, ich habe ihn gesucht. Kim, ich habe ihn wirklich überall gesucht. Aber er war nicht mehr da. Ansgar war verschwunden. Ich wusste es. Herr von Lahnstein, Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, etwas mit dem Verschwinden Ihres Cousins zu tun zu haben. Sie sind vorläufig festgenommen. To